Hi, ich bin Bennett und das hier sind 5 Tipps fürs Einwintern abseits der Norm. Die meisten schwören ja auf WD-40, aber für alles, was gängig gemacht werden muss, gerade was so Bremshebel und Kupplungshebel angeht, da schwöre ich auf Ballistol, weil es das einzige Schmiermittel ist, das nicht verharzen kann. Im Allgemeinen, aber gerade bei der AT im Speziellen, lohnt es sich, gerade die Knöpfe und Kontakte, die der Witterung ausgesetzt sind, hier an den Armaturen am Lenker, mal mit Kontaktspray einzujodeln, weil damit beugt man natürlich komplett der Korrosion von diesen kleinen Elektrokontakten vor. Gerade der Startknopf bei der AT zickt da gerne rum. Wenn deine Reifen schon älter sind, kannst du dir sehr gut überlegen, denen eine ordentliche Ladung Silikonspray zu geben. Dabei muss man natürlich dann darauf achten, dass man nichts auf die Bremsscheiben kriegt. Und das hat den Vorteil, dass das Zeug komplett vom Gummi aufgesaugt wird, pflegt mega gut und macht das Gummi weniger porös, sodass es halt den Winter gut übersteht. Wenn du das allerdings machst, dann solltest du das Motorrad mindestens noch mal 2 Tage stehen lassen. Ich meine, wir reden über das Einwintern, aber die ersten 2 Tage ist es dann wirklich wie so eine Schmierschicht, als ob der Reifen nagelneu ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man direkt losfahren will. Wer wie ich tatsächlich das Motorrad gerne mal irgendwo anstößt, gegenbobbt oder einfach auf der Schotterpiste ablegt, für den ist Korrosionsschutz echt noch eine Hausnummer. Gerade so an den Sturzbügeln platzt hier gerne der Lack ab. Und damit das dann nicht anfängt zu gammeln, kann man da schon mal einfach was drüber machen. Klassische Stellen dafür sind im Übrigen am Hauptständer. Da, wo das Ding auf dem Boden steht, rubbelt sich auch gerne was ab und dann fängt es an zu rosten. Und was ihr natürlich auf jeden Fall haben solltet, ist so ein Ladegerät, das so einen Erhaltungsladungsmodus hat. Und wenn ich euch nur einen Tipp dazu geben darf, dann ist es euch, solche Ladestecker zu bauen. Hier habe ich den Original BMW Stecker umgerüstet. Da ist unten der Kontakt einfach an die Batterie geklemmt. Stecker rein, Plug and Play. Bei der AT habe ich einen leeren Stecker von der Elektronik genommen und da auch einfach so ein Universal-Ladegerät-Stecker dran gemacht. Das erspart es euch, die Batterie auszubauen und vor allen Dingen könnt ihr das Motorrad auch nicht nur zum Winter an Strom hängen, sondern das jederzeit, wenn es in der Garage ist und mal nicht sofort den nächsten Tag wieder bewegt wird. Und das tut der Batterie echt gut. Der einzige Sponsor des Kanals bin ja immer noch ich. Also, wenn ihr Bock habt, schaut mal auf bennetsmototours.com. Findet ihr Bildbände, GPX-Files, Packlisten und zum Beispiel auch diesen wunderschönen Kalender für 2026. Könnt ihr euch ein bisschen Urlaubsstimmung in der kalten Jahreszeit holen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.